Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt auf dem Weg zum Nine Arch Bridge. Unser Tuk-Tuk-Fahrer holt uns jetzt hier ab um 9 von unserem Hostel und fährt uns dann direkt dahin, weil um 9:30 Uhr kommt der Zug und damit wir das auch mit auffangen können, fahren wir da jetzt hin. Unser Tuk-Tuk-Fahrer ist schon pünktlich da, perfekt. Good morning. Good morning. Und wir haben richtig gutes Wetter heute erwischt. Yes, hat sich gelohnt zu warten. Ja, auf jeden Fall. Also, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Thank you, train is coming. Okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, guckt euch mal, wie voll das jetzt hier ist. Extrem voll. Hier, extrem voll, Leute. Hier ist extrem voll. Und der Zug kommt. So geil, ey. Und jetzt gehen sie alle wieder weg. Eine wirklich schöne Brücke, wirklich. Aber richtig voll. So, jetzt ist es ein bisschen leerer geworden. Gehen wir mal den Gleisen entlang. Keine Ahnung. Hier ist einer nämlich seine Drohne geflogen und ist einfach in den Busch reingefallen. So was Ähnliches habe ich mit meiner ersten Drohne auch erlebt. Das ist echt ärgerlich.
Und Jasmin, wie gefällt es dir hier? Also die Brücke an sich ist richtig schön, aber es ist hier so voll. Also es ist nicht so leer, wie man immer auf den Fotos sieht. Auf den Fotos sehe ich keinen einzigen Menschen im Hintergrund. Es ist hier voll, es ist schwierig, einen Platz zu finden, mal ein Foto zu machen. Und ja, wir haben es gerade noch geschafft, die Drohne steigen zu lassen. Die anderen werden schon alle zurückgerufen. Da muss man vorsichtig mit sein. Also wir haben zwar eine Erlaubnis, aber normalerweise darf man auch keine Menschenansammlungen und so weiter filmen. Wir haben noch Glück gehabt. Und jetzt weiter. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die Teeplantage. Ich würde hier ein bisschen im Schatten bleiben, weil je weiter du, also wenn du in der Sonne bist, wird das Bild zu hart. Okay. So, die Polizei steht auch hier zur Wache. Damit die Leute keine Faxen machen, also auch bezüglich der Drohne oder keine Ahnung. In den Zug reinspringen. Genau. Und nicht, dass sie nicht in die Zug reinspringen. Hey! Noch ein etwas jüngeres. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein gutes Foto von einer anderen Plattform machen können. Etwas oben. Laufen wir mal die Treppen hoch. Jasmin, guck mal. Man kann den einen Archbridge von hier aus sehr schön sehen. Ja. Hier kannst du schöne Videos machen. Aber das Ding ist davon. Ja, ein bisschen nur. Richtig schöne Häuser. Jetzt gehen wir langsam wieder runter, beziehungsweise weg von diesem Ort. Und schauen wir noch, was wir heute so alles unternehmen können. Wir haben vor, noch den Little Adams Peak zu besichtigen. Yes. So, jetzt fahren wir mit dem Tuk-Tuk-Fahrer wieder zur Unterkunft. Puh. Yeah. Wir sind wieder zurück in unserem Gasthaus. Der Tuk-Tuk-Fahrer hat von uns nochmal 1500 genommen. Er hatte von uns ja schon vorher 700 mehr bekommen. Und er sagte, normalerweise kostet die Fahrt 2500. Also haben wir, naja, ein ganz kleines bisschen gespart. Ist auch eine gute Strecke, also ist auch. Ne? Also der Weg ist schon weit auf jeden Fall und auch sehr kurvig, sehr hügelig. Der Preis ist okay. Und jetzt, hier sind überall kleine Fliegen. Jetzt ruhen wir uns kurz aus und danach wollen wir gucken, ob wir da zum Little Adams Peak hochkommen. Das Wetter ist auch wirklich wunderschön heute. Der Anstieg zu Little Adams Peak soll ca. 15 Minuten dauern, also soll nicht so hoch sein. Wir müssen nur gucken, wie wir da hochkommen. Wir laufen jetzt erstmal unseren Weg wieder zurück, wie immer in Ellerstadt hinein von der Railway. Hier ist die Abzweigung. Rechts sind wir ja gestern Richtung Rawana Waterfall gefahren und jetzt müssen wir hier links lang. Richtung, genau, 2 Kilometer sollen wir jetzt noch geradeaus weitergehen. Hier gibt es auch einige Cafés. Ja? Wir haben uns jetzt einen Tuk-Tuk geholt, der uns jetzt da hochfährt. Ab einem bestimmten Punkt müssen wir dann auch hochlaufen. Wir haben jetzt 500 bezahlt für einen Weg.
Das ist der Eingang zum Little Adams Peak. Hier wird man vom Tuk-Tuk abgelassen und jetzt wollen wir da mal durch. Hier gibt es auch einen Poolclub, haben wir gerade gesehen. Da vorne ist der. Sieht von außen ganz nice aus. Wir wollen jetzt den Little Adams Peak besteigen. Auf geht's. Wie ich das jetzt gesehen habe, müssten wir auch keinen Eintritt bezahlen. Also der ist kostenlos. Hier soll die Zipline sein. Das ist der Beach Club. Schon nice. Und das ist der Ella Rock. Ella Rock war das da oben, ne? Sieht so aus. Hallo. Foto. Ist jetzt Video. Video. Ah, video. Foto yapacak mısın? Go. Ja, vereceğim. Da fährt jemand Zipline. Ist ja geil. Also der Aufstieg ist mit einem schönen Ausblick auf den Berg. Und es sind ganz schön viele, die halt diesen kleinen Berg besteigen. Auf dem Weg nach oben einen kleinen Stop. Hier kann man, es ist wie ein Café, ne? Ne, oder ist das Ziplining? Ach, das Ziplining. Genau, auf dem Weg nach oben gibt es noch diesen Ziplining. Wer drauf Bock hat, kann das gerne hier machen. Und sonst geht's hier weiter. Macht bestimmt richtig Spaß. Geil. Nice. Okay, go. Jetzt noch ein paar Meter zu der Spitze hoch. Angekommen auf der Spitze von Little Adams Peak. Это на котором мы ходили? Zu erwähnen ist, dass der Little Adams Peak 2243 Meter hoch ist und ein Wallfahrtsort. Wusstest du das, Jasmin? No. Und deswegen heißt ja auch Little Adams Peak, weil in der Umgebung einen größeren bzw. einen höheren Berg gibt, der Adams Peak. Wir gehen jetzt wieder runter. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hier oben. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Kommt hoch, schaut die Aussicht an. Mega geil, auch auf dem anderen Berg gegenüber. Wir wissen nicht, welcher Berg das ist, aber... Also man muss schon einiges an Treppen laufen, ne? Das sollte einem klar sein. Was? Das habe ich nicht. Treppen laufen. Man muss ganz viel Treppen laufen. Okay, genau, man muss hier ganz viel Treppen laufen. Aber so lang, also beziehungsweise der Weg nach oben ist jetzt nicht, dauert nicht extrem lange. 15 Minuten ungefähr haben wir gebraucht. Wow, voll der schöne Schmetterling. Und genau, jetzt wird es schön kühl. Und wir sind jetzt den ganzen Weg von Little Adams Peak bis zur Ella Innenstadt runtergelaufen, beziehungsweise sind noch am Laufen. Kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht allzu weit. Und den Weg dahin muss man sich überlegen, ob man einen Tuk-Tuk nimmt oder nicht. Wir haben es jetzt gemacht gehabt für 500, was meiner Meinung nach ja, ein bisschen zu teuer war, weil die Strecke vermute so zwischen 200 und 300 lag, also laut Pick Me. Und man kann sich immer ganz gut daran orientieren. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, immer bevor ihr einen Tuk-Tuk nehmt, macht Pick Me auf, guckt, was der Weg ungefähr kosten würde mit einem Tuk-Tuk und dann macht so einen Vorschlag. Und genau. Und Jasmin ist da ganz hinten, falls man sie sieht. Wir haben uns beschlossen, dass wir hier eine kleine Pause einlegen im Weg Rainbow. Der ist auch vegan freundlich. Vielleicht hat Jasmin Glück und bekommt einen Eiskaffee mit Hafermilch. Die haben hier auch so Gesellschaftsspiele, genau, damit die Leute beim Kaffee trinken Gesellschaftsspiele spielen können. Geil, eine coole Idee. Jetzt gehen wir mal zum Sitzen. So, wir waren jetzt bei dem Café bei Rainbow und ein ganz kleiner süßer Kaffee. Der Eiskaffee ging. Da fand ich bei The Barn der Eiskaffee viel besser. Aber man kann gut chillen, der Wind weht schön da oben und man kann halt Brettspiele spielen. Ja, auf jeden Fall. Also falls ihr mal hier in der Gegend seid, die bieten auf jeden Fall auch vegan Sachen an. Aber leider gab es, glaube ich, kein Sojamilk und er meinte, es ist auch extrem teuer. Kann ich auch verstehen. Deswegen Kokosnussmilch gibt es bei denen. Jasmin, wolltest du noch was sagen? Nein? Okay. Dann laufen wir jetzt wieder zurück zu unserer Accommodation. Wir sind gerade wieder auf den Railways unterwegs. Ist ein bisschen rutschig, weil es vorhin richtig heftig geregnet hat. Und ich habe natürlich auch wieder schlauerweise die längste Hose angezogen, die ich habe. Und ja, eigentlich was wir sagen wollten ist, womit wir hier jetzt öfter mal Probleme hatten. Was stehen bleiben ist besser. Womit wir hier jetzt öfter mal Probleme hatten, ist Geld. Erstens, wir haben euch ja schon darauf hingewiesen, Money Exchange gibt es kaum. Man muss immer irgendwie Geld vom Automaten abheben. Zweitens, wenn man irgendwo zahlt, die wenigsten haben Wechselgeld. Ja. Also ich weiß nicht warum, weil irgendwie kriegen sie ja eigentlich Geld von den Kunden rein. Aber total selten gibt es Wechselgeld. Man muss irgendwo fragen oder die sagen, ja, behalt du das, oder die nehmen mehr, als sie eigentlich hätten nehmen müssen, weil sie es nicht wechseln können. Also das ist total doof geregelt. Wenn ihr mit Karte zahlen könnt, zahlt mit Karte. Habt immer genug Bargeld dabei. Also auch nur zur Information, ne? Also Genau. Die meisten können dann irgendwie nicht wechseln. Ich meine, wir finden das jetzt nicht schlimm, aber das ist uns nur aufgefallen und wollten uns das nur mal, euch das mal mitteilen. Genau, jetzt gehen wir uns einen Café aussuchen, wo wir Abendessen, ja, so gesehen Abendessen können. Wir sind jetzt im Chill-Café und haben uns jetzt was zum Essen bestellt. Erstmal gibt es Eistee zu trinken. Der ist Classic richtig Eistee. lecker, richtig Ja. cool. Klassik Eistee, aber schmeckt echt gut.
und sind gespannt, wie das Essen so schmeckt. Das letzte Mal waren wir hier zum Kaffee trinken, war auch sehr lecker. Und jetzt wollen wir mal das Essen austesten. Mein sri lankanisches Essen ist da. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber egal, sieht echt nice aus. Und hier ist Baguette von Mit Jasmin. Maniok. Mit Maniok, also lass es dir schmecken. Das Essen war ganz gut. Mein Essen hat, ja, nur der Reis war ein bisschen trocken. Sonst fand ich das Essen wirklich sehr gut. Jasmin, wie fandest du dein Essen? Richtig lecker. Das Sandwich war voll gut, die Pommes waren lecker, beziehungsweise Chips. Und danach unser Cheesecake. Das war, ich habe es vorhin schon gesagt, der beste Cheesecake meines Lebens. Ja, der war echt richtig gut. Nicht zu süß, genau perfekt. 11 von 10 gaben wir den. Der war so richtig fluffig leicht, wie so eine Mousse irgendwie. Und da drauf so ein bisschen Maracuja oder Passionsfrucht. Das hat so geschmeckt wie Solero, aber als Cheesecake. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Der Laden Chill Club, ne, hieß der? Oder Chill Café, genau. Chill Café, ja. Chill Café ist echt gut. Und der hat auch ganz viele Bewertungen auf Google. Und ja, probiert das auf jeden Fall aus, wenn ihr hier seid. Der letzte Tag auf Ella ist hiermit beendet. Morgen früh geht's dann. Shit, richtig auf die Kakerlake getreten. Morgen früh geht's dann ab nach Yala weiter. Dort wollen wir nämlich den National Park besuchen und hoffen wir, dass wir Leoparden sehen. Bis morgen. Gute Nacht.